we leave everything yesterday? An welchem Punkt haben wir gestern aufgehört mit der Betrachtung? Do you remember we were in the middle of chapter 13 of Revelation? Wenn ihr euch daran erinnern könnt, dann waren wir in der Mitte des Kapitels von Offenbarung 13. And we are now going to continue Und from wir that werden point. jetzt von diesem Punkt an fortfahren. We've got up to verse 14. Und wir sind gekommen bis zu Vers 14. And we are talking now about making an image of the beast. Und wir sprechen jetzt über das Bild des Tieres, über die Aufrichtung dieses Bildes. Now this is making an image of the first beast of Revelation 13. Und wir haben zunächst einmal gesehen, dass dieses Bild, das aufgerichtet wird, ein Bild des ersten Tieres ist. And you remember that at the end of part 1, we were left with this image. Und ihr erinnert euch, dass wir, als wir die erste Präsentation beendeten, wir dieses Bild am Schluss eingeblendet haben. You know, there are certain images that you don't have to say anything about them. Und es gibt natürlich einige Bilder, die wir nicht jetzt mit Worten kommentieren müssen. You just show an image and everybody knows exactly what's being shown. Ja, wenn einige Bilder hier auf dem Schirm gezeigt werden, dann weiß jeder, worum es geht. And here we are now looking at the destruction of the Twin Towers. Und wir sehen hier die Zerstörung der Zwillingstürme. This was a turning point in the modern history of America. Und dieses Bild wurde zum Wendepunkt der amerikanischen Geschichte. Let's set the scene. What has happened prior to this? Und die Frage, die wir uns stellen müssen, was geschah, bevor dieses Bild Realität wurde? Remember, I left you with a question yesterday Ich habe euch gestern mit einer Frage zurückgelassen. about this fundamentalist religious group. Und diese Frage handelte sich um diese fundamentale religiöse Gruppierung. That had risen up with aspirations to take political power. Und diese Gruppierung, sie stieg auf mit dem Hintergrund, sich politische Macht anzueignen. Run by fanatical people Und diese Gruppe wurde gesteuert von fanatisch denkenden Menschen, who were prepared to use violence to achieve their ends. die bereit waren, um ihre Ziele zu erreichen, auch Gewalt einzusetzen. And I'd ask you if you could name that organization or that religious power. Und ich habe euch dann gefragt, ob ihr mir den Namen dieser religiösen Organisation oder Macht nennen könnt. Can anybody tell me the name of that religious power I'm talking about? Kann mir jemand den Namen dieser Organisation sagen, über die wir sprechen? Yes? Any other guesses? Gibt es noch andere Vorschläge? Akka, weißt du, Akka? Opus Dei. The Opus Dei was a little bit early. Good try. I would say the fundamentalist in America itself, named as the CIA. If you name it as the CIA, then I would say you were wrong. Also er hat gesagt die CIA und das würde er als falsch bezeichnen. Eine andere Aussage war Opus Dei, aber er meint Opus Dei hat früher agiert. Actually, it is the fundamentalist. It is fundamentalist religion, that's for sure. Ja, um es auf den Punkt zu bringen, es ist natürlich eine fundamentale Religion, die das ausübt hier. But we're talking both about the fundamentalist Christians and the fundamentalist Muslims. Aber wir sprechen sowohl über die fundamentalen Christen als auch über den fundamentalen Islam, also die Moslems. Both powers came into prominence at the same time. Und diese beiden Mächte, sie wurden sehr prominent und das zur gleichen Zeit. On the side of America, the fundamentalist Christians decided that it was time to move into politics. Ja, auf der amerikanischen Seite, von dieser Seite her, da haben sich die fundamentalen Christen dafür entschieden, dass es an der Zeit sei, sich in die Politik einzumischen. They saw they had a great influence in the Republican Party. Und diese fundamentalen Christen sahen, welch großen Einfluss sie in der Republikanischen Partei ausüben konnten. And now it was time to use their influence to get a man who believed the way that they believed into office. Und nun sahen sie die Zeit dafür gekommen, diesen Einfluss zu verwenden, um einen Menschen, der ihren Glauben teilte, in ein hohes Amt zu katapultieren. Some of these people were thinking in a very fundamentalist way. Ja, und einige dieser Leute haben eine sehr fundamentale Denkweise gehabt.
For example, Pat Robertson. Zum Beispiel Pat Robertson. He wrote a book called A New World Order. Und er schrieb ein Buch mit dem Titel Eine neue Weltordnung. And in this book he postulated that the law should be based on the Ten Commandments. Ja, und in diesem Buch, da hat er hervorgehoben, der Grundgedanke war, dass das Gesetz eigentlich des Staates auf die 10 Geboten basieren sollte. And that the biblical punishments for the breaking of the Ten Commandments should be brought in. Und er hat dann aber auch geschlussfolgert, dass wenn dies der Fall ist, dass dann natürlich auch die biblischen Strafen für die Übertretung der Gebote natürlich zu Gesetzen des Staates erklärt werden müssen. For us, one of the most interesting things is to see the recommended penalty for breaking of the fourth commandment. Ja, und es ist für uns sehr interessant, wenn wir sehen, was für eine Strafe dann hier angedroht wird für den Bruch des 4. Gebotes. Where he said that the death penalty should be brought in. Und er sagte, dass für die Übertretung dieses Gebotes die Todesstrafe gelten sollte. Now, on the other side of the world, Und auf der anderen Seite vom Globus, we're going to start in Egypt. da wollen wir uns zunächst einmal im Land Ägypten zuwenden. Here in the 1940s was a man by the name of Mohammed Qutb. Und in den 1940er Jahren, da war dort ein Mann namens Mohammed Qutb. Now, Qutb moved across to Amerika. Und Qutb hat sich nach Amerika bewegt He was a teacher und er war ursprünglich ein Lehrer and he was on a work exchange program. und er war so auf einem Arbeitsaustauschprogramm mit Amerika. And so he got the opportunity to live and to study in America. Und dieser Mann hat dadurch die Möglichkeit erhalten, in Amerika zu leben und auch zu studieren. Now what he saw was an America that was just coming out of the Second World War. Und was er damals sah, er wurde Zeuge, wie Amerika gerade aus dem Zweiten Weltkrieg, aus den Unruhen hervorging. Going into the age of Elvis Presley and rock and roll. Und wie dann Amerika in das Zeitalter von Elvis Presley und Rock'n'Roll eintauchte. And Qutb was quite shocked by what he saw. Und Qutb war eigentlich sehr schockiert von den Zuständen, die er um sich herum wahrnahm in diesem Land. He saw America as being a very decadent society. Und er wurde Zeuge, wie die amerikanische Gesellschaft sehr dekadent, das heißt sehr lasterhaft war um ihn herum. And he was quite happy to return back to Egypt. Und er war deshalb auch sehr froh, als er wieder in sein Heimatland Ägypten zurückkehren konnte. But Egypt was also going through its own cultural revolution. Aber auch in Ägypten fand eine Art Kulturrevolution statt. And there was a great influence coming in from the West. Und Ägypten hatte einen großen Einfluss, der aus dem Westen in das Land herüberschwappte. And Cairo was a town of nightclubs. Und Kairo war eine Stadt von Nachtclubs, The men and the women taking on the Western fashions. wo die Männer und die Frauen bereits sich der westlichen Mode bedient haben. And Qutb fought against this as being un-Islamic. Ja, und Qutb hat gegen diese Zustände angekämpft, obwohl er eigentlich, he was not Muslim. Sorry? He was Muslim, oder? Yes. So he's Yeah. saying that it was un-Islamic what they were doing. Er kämpfte gegen diese Zustände an, weil er diese Zustände als nicht mit dem Islam vereinbar bezeichnete. Now he started up an Islamic party, the Muslim Brotherhood, or I think it was the Muslim Brotherhood. Und er fing dann an, eine muslimische Partei ins Leben zu rufen, und die heißt die Islamische Brüderschaft. And he tried to get a change made in Egyptian society. Und er versuchte durch diese Partei eine Veränderung in der ägyptischen Gesellschaft hervorzurufen. Now he ended up being arrested for working against the state. Und Qutb wurde dann schließlich arrestiert, festgesetzt, weil er gegen den Staat arbeitete. And under arrest he was then tortured. Und während dieser Gefangenschaft, da wurde er gefoltert. And it was whilst he was undergoing this torture Und während er dann diese Folterungen durchzustehen hatte, that he refined his ideas. dort hat er seine Ideen dann noch einmal völlig neu definiert. And he would be the key man for fundamentalist Muslims. Und Qutb wurde zu einer Schlüsselfigur für den fundamentalen Islam. Because he was the one who defined how Islam should fight against the states in the Middle East. Denn er war eigentlich derjenige, der definierte, wie der Islam eigentlich gegen die Staaten vorgehen sollte im Mittleren Osten. Now what he basically said was this.
Und was Katuk eigentlich im Grunde genommen aussagte, war Folgendes. He said that democracy and elections were un-Islamic. Und er sagt, dass die Demokratie und ihre Wahlen, dass sie nicht mit dem Islam zu vereinbaren sind. Therefore, Islamic parties could use that system to take power. Und er hat gesagt, deswegen können die islamischen Parteien dieses System verwenden, um sich selber Macht anzueignen. But once they had power, they would rule not by the will of the people, Und er sagt, aber wenn die islamischen Parteien dann an der Macht sind, dann werden sie das nicht verwenden, um praktisch dem Willen des Volkes gehorsam zu sein, but by the will of Allah. sondern dem Willen Allahs. And if they are ruling by the will of Allah, Und er sagt, und wenn sie dann gemäß dem Willen Allahs regieren können, then there is no need to consult the people. ja, dann gäbe es ja kein Bedürfnis mehr, eigentlich das Volk um Rat zu fragen, zu konsultieren. Now, he stated that those who were politicians in the Islamic states Und er sagte, dass diejenigen, die jetzt in der Politik tätig waren, in den islamischen Staaten, were by definition un-Islamic. ja, dass sie eigentlich von der Definition her als nicht islamisch bezeichnet werden müssen. So therefore, the people should not vote for non-Islamic politicians. Und deswegen stellte er auch ganz klar heraus, dass das Volk niemals stimmen sollte für nicht-islamitische Politiker. And he and his organization began to foment revolutions in the Middle East. Ja, und er und seine Organisation begannen dann Revolutionen im Mittleren Osten vorzubereiten und durchzuführen. Now the problem was that these revolutions were not successful. Aber das Problem war, dass diese revolutionären Aktivitäten nicht sehr erfolgreich waren. And so now the thinking advanced one stage, Und deswegen wurde die Denkweise, die Vorgehensweise ein bisschen verändert. and they now said it was not only politicians who were un-Islamic, Und deswegen ging diese Organisation so weit zu sagen, dass es nicht nur die Politiker seien, die nicht islamisch denken und handeln würden, but it was also the people who voted for the politicians who were behaving in an un-Islamic way. sondern sie sind auch dazu übergegangen zu sagen, dass auch das Volk, das stimmte für diese Politiker, dass sie eigentlich nicht islamisch leben und handeln würden. And then by extension, everybody who actually voted became un-Islamic. Und es war dann so, dass praktisch selbst jeder, der abstimmte, auch als nicht islamisch erklärt wurde. So fundamentalist Islam, as it was becoming, stated that the whole democratic system should be removed. Also was eigentlich dieser fundamentale Islam sagen wollte im Grunde genommen, war, dass dieses demokratische, das gesamte System der Demokratie eigentlich wegbewegt werden sollte. And this could be removed by violence as well. Und das war natürlich auch möglich durch die Ausübung von Gewalttaten. Now let's go back to America. Lasst uns nun noch einmal nach Amerika zurückgehen. In America, the fundamentalist Christians are taking control of the political process. Und in Amerika war es so, dass die fundamentalen Christen langsam immer mehr Einfluss in den politischen Prozessen bekamen. And in their belief system, Und nach ihren Glaubensanschauungen, there is one major enemy. da war es so, dass es natürlich einen Hauptfeind gab. And this is godless communism. Und dieser Hauptfeind war der gottlose Kommunismus. And so they believe they should be fighting against Soviet or any other kind of communism, wherever they could find it. Und so war es natürlich eines der Hauptziele dieser fundamentalen Christen, dass sie gegen die Sowjets oder gegen den gottlosen Kommunismus natürlich kämpfen müssten, wo sich ihnen Gelegenheit böte. Now the next situation that arises is that the Soviet Union invades Afghanistan. Und das nächste, was wir dann auf der Weltbühne betrachten können, ist, dass die Sowjetunion in Afghanistan einfällt. Now Afghanistan is a very important place in the geopolitical world. Und ihr müsst wissen, dass Afghanistan ein sehr bezeichnender Ort ist in der politischen Welt. Because the pipelines from Russia will have to go through Afghanistan, through Pakistan to find a warm water port. Ja, weil es so ist, dass praktisch die Pipelines, The oil pipelines coming Yeah. down from Russia. dass die Ölpipelines, die praktisch von Russland kommen, dass sie ihren Weg durch Afghanistan nehmen müssen. If Afghanistan is controlled by the Soviets, then it is not a stable area for America. Und wenn Afghanistan von den Sowjets kontrolliert werden könnte, dann hätte Amerika nicht mehr so den Zugriff auf dieses Land.
And so they wanted to find a way to remove the Soviet Union from that sphere of influence. Und deswegen war es auch ein Ziel von Amerika, die Sowjetunion eigentlich aus diesem Einflussbereich herauszunehmen. Now comes in some of the sons of Mohammed Khattab's teachings. Und nun kommt einer der Söhne von den Lehren von Mohammed Khattab eigentlich auf die Weltbühne. America, in the form of the CIA, was exploring different ways which they could destabilize the government of Afghanistan. Und Amerika hat durch den CIA auch versucht, einige Möglichkeiten auszukundschaften, wie sie eigentlich, Afghanistan oder den Russen auch dort instabilisieren können. Pakistan says, we know how to do this. Und Pakistan sagt, ja, wir haben eine Lösung, wir können euch sagen, wie ihr dies tun könnt. And if you supply us with the money and the weapons, we will ensure that this happens. Und Pakistan sagte, ja, wenn ihr uns mit dem nötigen Geld und mit den Waffen versorgt, dann werden wir sicher machen, dass eure Pläne sich erfüllen werden. And so the Pakistanis formed an organization to topple the Afghan government. Und so formten die Pakistanis praktisch eine Organisation, um die afghanische Regierung im Endeffekt zu stürzen, zu entmachten. And this group would be following the teachings of Mohammed Khattab. Und diese Gruppe, die diese Pläne legte, sie folgte den Lehren dieses Mohammed Khattab. And so therefore would be a fundamentalist Islamic group. Und deswegen war diese Gruppierung auch extrem islamisch fundamental. And so the Taliban was set up. Und so wurden die Taliban ins Leben gerufen. The Taliban was financed by the CIA. Und die Taliban wurde finanziert vom CIA. And they brought in a member of a Saudi family. Und sie brachten ein Mitglied einer saudischen Familie, brachten sie ins Rampenlicht. Now this man, he was a member of a family that was closely linked to the Bush family. Und dieser Mann war ein Mitglied einer Familie, die sehr eng mit der Familie der Bush-Präsidenten verbunden war. Now the Bushes and the Bin Ladens had been working together quite well. Denn die Familien Bush und Bin Laden, ihre Zusammenarbeit hat eigentlich sehr gut funktioniert. And one of the younger members of the Bin Laden family was brought across to Afghanistan. Und eines der jüngeren Familienmitglieder der Bin Laden-Familie wurde nach Afghanistan gebracht. Osama bin Laden was funded by the CIA. Und Osama Bin Laden wurde von der CIA selber finanziert und gefördert. And the troops that he had were trained by both the American and the British Special Forces. Und die Truppen, die er besaß, wurden sowohl von den amerikanischen als auch von den britischen Spezialstreitkräften ausgebildet. And the idea was that the Soviets would be thrown out of Afghanistan. Ja, und der Hintergrund dieser Pläne war, dass die Sowjets völlig aus Afghanistan vertrieben wurden. And then Afghanistan would come back into the American sphere of influence. Und dass dann Afghanistan wieder unter dem amerikanischen Einflussbereich stehen würde. But there was one other thing that had to be done as well. Aber es gab noch eine andere Sache, die vervollständigt werden musste zur Ausführung dieser Pläne. The Taliban was the rallying call for all of Islam to support what was happening in Afghanistan. Ja, die Taliban waren eigentlich das zentrale Organ, das unterstützt werden musste, um diese ganzen Pläne zu befestigen. But once they have finished their work, Aber nachdem die Taliban ihr Werk einmal vollendet hatten, the Taliban also has to be removed. da war es natürlich auch notwendig, dass die Taliban selbst verschwinden mussten. This would pave the way for a pro-Western government Damit eine pro-westliche Regierung aufgerichtet werden könnte. and would assure that the oil pipelines would be secure. Und damit diese Öllinien wirklich, diese Pipelines wirklich in sicherer amerikanischer Hand liegen würden. So how do we get to the position where Osama bin Laden is working for the Americans? Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir jetzt zu dieser Stellungnahme, dass Osama bin Laden arbeitete für die Amerikaner? And yet this happens. Und wir sehen, dass Folgendes passiert. The attack on the Twin Towers in New York Der Anschlag auf die World Trade Center in New York, came at a very convenient time. er kam zu einer ganz bezeichnenden Zeit. At a time when the government of America is starting to tighten down on its own citizens. Und das war zu einer Zeit, They used this attack
Das war zu einer Zeit, wo die amerikanische Regierung eigentlich diese Attacke verwendete, sich zunutze machte, to discipline their own population. um ihre eigene Bevölkerung zu disziplinieren, wie sie es nennen. US citizens were declared enemy combatants. Und ja, die amerikanischen Bürger, es wurde praktisch ein Feindbild aufgerichtet Or suspected terrorists, und es wurden immer wieder diese Worte verwendet, dass Leute als Terroristen auch verdächtigt wurden. and were imprisoned without access to lawyers. Und es wurden oftmals Leute ins Gefängnis geworfen, ohne einen Anwalt konsultieren zu dürfen. Here we are the day after the attacks, Und hier sind einige Zeitungsartikel vom Tag nach den Anschlägen. and the Orlando Sentinel is asking this question. Und der Orlando Central, diese Zeitung, stellt folgende Fragen. It's saying freedom or safety. Und es wird gefragt, Freiheit oder Sicherheit? Anti-terrorism measures may mean that you have to give up some of your personal freedoms. Ja, und sie sagen, dass wenn Maßnahmen gegen den Terror getroffen werden müssen, dann haben sie auch zur Folge, dass ja, der Bürger eigentlich einige seiner persönlichen Freiheiten aufgeben muss. Two things are going to result from this. Und es waren zwei Dinge, die resultierten aus diesem Vorschlag. Number one, higher taxes. Und die erste Schlussfolgerung war natürlich höhere Steuern. Number two, the forfeiture of some personal freedoms. Und das zweite Resultat war natürlich die Beschneidung von einigen persönlichen Freiheiten des Bürgers. So as a result of this attack, Also als Resultat dieses Anschlags Americans are going to have to give more money to the government. mussten die Amerikaner der Regierung mehr Geld zahlen. Now the question is, what is the money going to be used for? Und die Frage ist, wofür verwendet die Regierung dieses Geld? Is it going to be used, for example, to prosecute a war, Wird dieses Geld für die Finanzierung eines Krieges verwendet? which at the same time would generate a lot of income for those people who are at the very top end of the government? Der natürlich auch wieder den Leuten, die an der Spitze der Regierung sitzen, ein hohes Zuwachs an Geld sichern würde. Well, new laws were brought in immediately. Und es wurden natürlich sofort buchstäblich neue Gesetze verabschiedet. For example, there was the Patriot Act of 2001. Und wir haben gehört von dem Patriot Act, das heißt von dem patriotischen Vertrag, können wir sagen, von 2001. Now, what this meant was that immediately they could start to tap telephones. Und was dieser Vertrag in sich schloss, war, dass von der Regierungsseite sofort zum Beispiel Telefonlinien abgehört werden konnten. Intercept emails, Oder dass auch über die E-Mail-Verschickung sich praktisch Leute einschalten konnten. listen in on mobile telephone calls. Und dass selbst die Mobiltelefone abgehört werden konnten. All of this brought in on the 26th of October 2001. Und dies alles trat am 26. Oktober im Jahr 2001 in Kraft. Now let's ask the question here. Lasst uns nun noch einmal eine Frage aufwerfen. I don't know how much experience you have of making laws, Und ich weiß nicht, wie viel Erfahrung ihr habt im Jahr der Gesetzgebung und Verabschiedung. but how long do you think it would take to formulate and to write out a new law? Aber wie lange denkt ihr, würde es dauern, um ein neues Gesetz zu formulieren und ja, aufs Papier zu bringen, dass es verabschiedet werden kann? Ein Jahr, manchmal. Je nach Bedarf. Damit Sie was zu tun haben. Ein Jahr, 1,5 Jahre. Yeah, a year. Manchmal geht ganz schnell. 1 to 2 years. Die waren Die schon Gesetze, die waren vorbereitet. zunächst vorbereitet. Die waren schon fertig, die Gesetze. Das ist alles eine gedürkte Sache gewesen. That wasn't the question. Es gibt Notgesetze in jedem Parlament innerhalb von Tagen zu verabschieden. Denn es gibt auch in der Bundesrepublik gibt Notgesetze. Die kann das Parlament sehr schnell in Stunden von Tagen verabschieden. Die Gesetze bestehen im Voraus schon. Now, here is the interesting situation. Ja, also wir haben hier eine interessante Situation. It takes months and months to formulate a law. Denn um ein Gesetz zu formulieren, braucht es eigentlich Monate. Now, as Helmut has said, there are situations when there are standby laws. Ja, und so wie Hartmut gesagt hat, es gibt natürlich sogenannte Standby-Gesetze, die schon formuliert sind und die auf Abruf praktisch in Kraft treten können. For example, the President of the United States can bring in executive orders. Ja, zum Beispiel ist es natürlich der amerikanischen Regierung möglich, praktisch Befehlsgewalt auszuüben bei solch einer Tatsache. But here is the USA Patriot Act
Aber wir sehen hier den Patriot Act der Amerikaner. This is a complete law. Und dieser Patriot Act, das ist ein komplettes Gesetz. And it was proposed 5 days after the World Trade Center was attacked. Und dieses Gesetz lag praktisch schon in den Schubfächern und es wurde 5 Tage, nachdem dieser Anschlag stattfand, praktisch in Kraft gerufen. 40 days to track through government. Und es waren nach 40 Tagen, wo dieses Gesetz praktisch die Regierung passierte And it's passed into law. und wo es dann schließlich zur Realität für das Volk eingesetzt The major effect of this law is a loss of personal freedoms. Ja, und praktisch der Haupteffekt, der verursacht wurde durch dieses Gesetz, ist der Verlust der persönlichen Freiheit des Einzelnen. And nobody complains. Und niemand beschwert sich. Why? Warum nicht? We are now looking at the politics of nightmares. Wir werden uns jetzt dieser Albtraumpolitik Amerikas zuwenden. If you look back in recent history, Wenn wir uns einmal den Ereignissen in der Geschichte zuwenden, in the 1950s, 1960s, 1970s, wie sie zum Beispiel in den 1950er, 60er und 70er Jahren stattfanden, when a politician stood for parliament, dann sehen wir, als die Politiker praktisch für das Parlament standen, what were they promising the people? was haben die Politiker dem Volk dann immer versprochen? Freiheit. Freedoms, is one thing, Ja, die Freiheit a better future, oder natürlich eine bessere Zukunft, which means higher standard of living, was bedeutet, dass der Einzelne einen höheren Lebensstandard erreicht, better conditions for living. bessere Lebensbedingungen. In fact, politicians would paint a picture of heaven on earth. Und das bedeutet natürlich, vor den Wahlen besonders, malt die Regierung immer das Bild des Himmels auf Erden. They would promise a utopia. Und ja, sie versprechen eigentlich eine Utopie. And this was standard for politicians. Und das ist eigentlich zum Standard geworden für die Politiker. But now the world of politics has changed. Aber nun sehen wir, dass die Welt der Politik ihr Gesicht verändert. Up until the 1990s, Bis zu den 1990er Jahren, for America, the Soviet Union was the big enemy. da war für die Amerikaner immer die Sowjetunion das große Feindbild. And communism was something to be feared. Und der Kommunismus war etwas, wovor man sich fürchten musste. The reason why America had to maintain its nuclear arsenal was to defend itself against communism. Ja, und ein Grund, warum eigentlich Amerika sein nukleares Arsenal behalten musste, war, um sich gegen den Kommunismus verteidigen zu können. The reason why America had to maintain bases across the world was to defend itself against communism. Ja, und warum die amerikanische Regierung eigentlich auch Truppenstützpunkte auf der ganzen Welt aufrechterhalten musste, war, weil sie sich verteidigen mussten gegen den Kommunismus. In Europe as well, there was the same spectre. Und in Europa haben wir auch dasselbe Gesicht vorzufinden. Germany was right on the border with the Soviet Union. Und Deutschland war ein Land, das sich ja gerade an der Grenze, können wir sagen, fast zur Sowjetunion befand. And so it meant that money had to be spent on self-defense. Und das bedeutet natürlich, dass auch hier Geld investiert werden muss in die Selbstverteidigung. And Soviet communism was portrayed as being this evil empire that wanted to spread throughout the whole world. Und deswegen wurde der Sowjetkommunismus immer als ein böses Reich, eine böse Machenschaft präsentiert, die bereit ist, sich über die ganze Welt auszubreiten. And then 15 years ago it disappeared. Und vor 15 Jahren, da verschwand der Kommunismus auf einmal fast vollständig. And suddenly there was not an enemy anymore. Und dann gab es natürlich auf einmal kein Feindbild mehr für die Menschen. There was no excuse for spending on nuclear submarines. Und es gab dann natürlich auch keine Entschuldigung mehr für die Regierung, große Geldsummen auszugeben für Nuklearwaffen. And many of the people who had been making a lot of money out of the fear of the Soviet Union, Ja, und viele Menschen, die sehr profitiert haben finanziell von diesem Angstbild, das sie aufgerichtet haben durch den Kommunismus. many of the companies that survived on that basis, Und viele der Handelsgesellschaften, der Firmen, die eigentlich auf dieser Basis praktisch sich finanziert haben, now lost their income. haben natürlich jetzt auf einen Schlag fast ihr ganzes Einkommen verloren. Politicians lost their enemy. Ja, und die Politiker, sie verloren ihr Feindbild dadurch. And so they had to invent a new enemy. Und deswegen musste ein neues Feindbild aufgerichtet werden.
And they moved into the realm of the politics of nightmares. Und deswegen wurde diese Albtraumpolitik praktisch ins Leben gerufen. Now when politicians are campaigning for government, Und als die Politiker jetzt praktisch vor der Regierung standen und ihre Wahlkampagnen durchführten, what are they promising? wie sahen die Versprechen nun aus? They're not promising to give you a better future. Ja, sie haben jetzt nicht mehr Aussichten für die Zukunft versprochen, eine bessere Zukunft, But they are promising to protect you from your fears for the future. sondern die Versprechen waren jetzt daraufhin ausgerichtet, den Menschen vor praktisch der Zukunftsangst vor den Dingen, die kommen können, zu beschützen. For example, the war on terrorism. Zum Beispiel handelten diese Versprechen über den Krieg gegen den Terrorismus. This is a war which is not definable. Und das ist ein Krieg, der eigentlich nicht definierbar ist. There is no definable enemy, Denn es gibt eigentlich kein definierbares Feindbild. which means there can be no definable end to the war. Und das bedeutet, dass es auch für das Kriegsende eigentlich keinen definierbaren Zeitpunkt gibt. It is a war that potentially can go on forever. Und dieser Krieg gegen den Terrorismus ist eigentlich ein Krieg, der für immer eigentlich sich in die Länge ziehen kann. Because there is always a terrorist to be afraid of. Ja, weil es natürlich immer einen Terroristen gibt, vor dem du Angst haben musst. Today it can be Al-Qaeda. Und heute kann es vielleicht die Al-Qaida sein. Tomorrow, SDA. Und wer ist es morgen? Nee, Ulrike, so schnell geht das nicht mehr so gut. Liebe Gläubige. now you see, here is the question. Who will there be to be afraid of tomorrow? Und die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, vor wem wird die Bevölkerung dann morgen Angst haben müssen? Wer wird das neue Feindbild darstellen? Eine religiöse Minderheit. Fundamentale Christen. Fundamentals. Fundamentale Christen. Well, I think when we look at prophecy, and when we read Spirit of Prophecy, we know what the outcome is going to be. Wir wissen, wenn wir uns der Prophetie zuwenden und den Geist der Weissagung lesen, was praktisch das Resultat dieser Politik sein wird. For many years, the last part of the Great Controversy Und ja, für viele Jahre sehen wir, dass der letzte Teil des großen Kampfes was something that was for the future. etwas war, das eigentlich für die Zukunft bestimmt war. Yes, we talked about Jesus Christ coming soon, Und wir haben darüber gesprochen, dass Christus bald wiederkommt. but we never saw the actual changes that needed to take place in modern society. Aber die Adventisten haben eigentlich früher nicht diese Veränderungen wahrnehmen können, die stattfanden, damit wirklich diese Worte in Erfüllung kommen konnten. Now we are starting to see those changes. Und jetzt können wir Zeitzeugen dieser Veränderungen sein. You see, the politics of nightmares is very simple. Denn die Philosophie dieser Albtraumpolitik ist eigentlich sehr einfach. The politicians are going to protect you against your fears. Die Politiker versprechen dir, dich zu bewahren vor dem, was du fürchtest. And in case you don't know what your fears are, Und für den Fall, vorausgesetzt, dass du gar nicht weißt, worauf deine Ängste begründet sind, they are going to imagine your fears. ja, dann werden die Politiker ein wenig nachhelfen, um dir ein Angstbild zu verschaffen. And protect you against those imaginings. Damit sie dich dann beschützen können mit ihren Versprechen vor diesen imaginären Bildern, die sie dir in den Kopf setzen. The problem is, Aber das Problem ist dabei, when do you stop imagining? wann wirst du aufhören, praktisch dich von deinen Angstbildern, die dir vorgespiegelt werden, leiten zu lassen? What the governments are saying now is that we have to imagine the very worst thing possible. Und was die Regierungen jetzt sagen, ist, dass sich eigentlich jeder auf das schlimmst Vorstellbare einstellen muss. So that we can protect the people from the very worst thing that we can imagine. Und die Regierung nimmt das dann als Aufhänger dafür, um zu sagen, dann müssen wir euch auch beschützen vor dem, was ihr euch im schlimmsten Fall vorstellen könnt. The threat itself is not there. Ja, aber die Bedrohung ist im eigentlichen Sinne gar nicht vorhanden. There is no evidence that the threat will ever be there. Und es gibt auch keinerlei Beweis dafür, dass die Bedrohung in einem solchen Ausmaß, wie sie vorgespielt wird, jemals vorhanden sein wird. But this is the politics of nightmares. Aber das ist die Albtraumpolitik, die Amerika fährt. That we are being protected from the worst nightmares that the politicians can imagine.
Und diese Albtraumpolitik beinhaltet eigentlich, dass der Bürger beschützt wird vor den schlimmsten Albtraumbildern, die der Politiker dem Volk vor Augen malen. And this was one of the worst nightmares that could be imagined. Und dies hier auf dem Bild sehen wir, dass einer der schlimmsten Albträume zur Realität wurde. And so it became the starting point for imagining all other nightmares. Ja, und dies war eigentlich dann der Ausgangspunkt dafür, dass alle anderen Albträume praktisch auf diesen Punkt aufbauten. And the enemy was already there. Und der Feind war eigentlich schon längst dort. The enemy was the fundamental Muslims Der Feind war der fundamentale Islam, who had been trained and grown up by the CIA. der von der CIA selbst eigentlich trainiert und aufgezogen wurde. Now the Vatican steps in as well. Und auch der Vatikan schaltete sich ein. 3 days after the World Trade Center has gone down, 3 Tage nach dem Anschlag auf die Zwillingstürme, this man, whose name I'm going to try and find for you, this is Joaquin Navarro Valls. da hat dieser Mann namens Joaquin Navarro Valls, He came forward as a Vatican spokesman. der eigentlich ja ins Rampenlicht trat als der Sprecher des Vatikan. And he says that America can use force to protect itself. Da kam er mit der Aussage an die Öffentlichkeit, dass es gerechtfertigt sei, für Amerika praktisch Gewalt anzuwenden, um sich selbst zu schützen. Translate that. Und er sagt, Gewalt kann angewendet werden. Der Vatikan, der ja das Prinzip vertritt, dass die Selbstverteidigung gerechtfertigt ist, um Leben zu retten, er sagte heute, ja, dass es für die USA auch gerechtfertigt sei und es verständlich sei, wenn die Amerikaner praktisch auch zur Gewalt greifen müssten, um ihre eigenen Bürger von den zukünftigen Bedrohungen zu befreien. Now, here is the next part following on from that. Here is Bush challenging the international leaders to create a new world order. Und wir sehen jetzt hier, dass praktisch der nächste Schritt darin bestand, dass Bush praktisch aufruft zu einer neuen Weltordnung. Now, what he says is that following on from September the 11th, Und was er eigentlich sagt, ist, dass vom 11. September an multilateralism is outmoded. Taking an action based on the actions that have come already. Yeah, and that's in consultation with everybody else. Also was er eigentlich sagt, dass es praktisch nicht mehr an der Zeit ist, dass praktisch der Staat nur noch handeln kann, wenn selbst schon eine Aktion gegen ihn vorgefallen ist. Das ist, was hier bezeichnet wird mit Multilateralismus. Now what he says is that freedom from terrorism Und was er sagt, ist, dass die Freiheit vom Terrorismus will only come through preemptive action against enemies of democracy. ja, dass diese Freiheit nur auf längere Dauer erreicht werden kann, wenn eigentlich die Aktionen gegen die Feinde der Demokratie nicht mehr darauf basieren, dass man immer nur zurückschlägt nach einem Anschlag, sondern dass man sich im Voraus praktisch schützt vor diesen Anschlägen. Now, to understand what that means, Um jetzt zu verstehen, was dies bedeutet, let's just bring this down for a second to a very personal level. lasst uns einmal diese Aussage auf ein sehr persönliches Niveau herabsenken. If you have a friend of yours Wenn du zum Beispiel einen Freund hast, who doesn't believe exactly the way that you believe, der nicht dieselben Glaubensanschauungen hat, die du in dir trägst, is it right for you to go and attack that person on the basis that they don't believe what you believe? ist es dann für dich gerechtfertigt, wenn du jetzt diesen Freund angreifst, auf der Basis, weil er ja nicht so glaubt, wie du glaubst? But how about if we extend that? Aber wie ist es jetzt, wenn wir das Ganze einmal wirklich ausmalen, was die Schlussfolgerung von einer solchen Anschauung ist? And if I say, look, I have my friend here, Wenn wir jetzt sagen, ja, ich habe meinen Freund hier zu meiner Rechten he doesn't believe what I believe. und er glaubt eigentlich nicht das, was ich glaube. Because of that, there's the possibility he will be against my beliefs. Und aufgrund seiner unterschiedlichen Glaubensanschauungen besteht ja die Möglichkeit, dass er gegen meine Glaubensanschauungen vorgeht. And we know that human nature is, if you're against somebody else's beliefs, you're going to start to argue about it. Und wir wissen, dass es in des Menschen Natur liegt, dass wenn die Glaubensanschauungen nicht übereinstimmen, dass man beginnt, sich zu streiten.
And arguments quite often lead to violence. Und die Argumente, sie führen dann oft zur Gewaltausübung. And you know, when people get violent, they use weapons. Und wenn die Menschen gewalttätig werden, verwenden sie Waffen. And if he had a gun, I'm sure he'd shoot me with it. Und wenn er ein Gewehr besitzt, ja, dann könnte er mich damit töten. So I'm going to kill him now. Also ist es besser, wenn ich ihn zuerst töte. And I'm justified in killing him Und ich rechtfertige meinen Tötungsakt dadurch, because if he is against something that I say, he might end up killing me. ja, weil ich ja sagen kann, wenn er praktisch gegen eine Anschauung von mir ist, dann könnte er ja zur gleichen Schlussfolgerung kommen, mich zu töten. Also töte ich ihn lieber zuerst. Now remember I said this is the politics of nightmares. Und erinnert euch, dies ist es, was diese Albtraumpolitik kennzeichnet. You imagine the worst case scenario, Und du malst praktisch der Bevölkerung das schlimmste Szenario vor Augen and you act on that basis. und du agierst dann aufgrund dieser Basis. And this is what Bush says that America should be doing now. Und dies ist es, was Bush hier zum Ausdruck brachte, was Amerika tun soll. Neely Tucker in the Washington Post 2002. Und Neely Tucker schrieb in der Washington Post am 3. Dezember 2002, We hold it fundamental und er verwendete den Ausdruck fundamental, that if you hold somebody as an enemy combatant, ist es, wenn du praktisch jemanden als einen Feind duldest, obviously you hold them without access to family members and without access to counsel. und er sagt, ja, du hältst ihn praktisch auch ohne Zugang zu Familienmitgliedern und ohne praktisch eine ratgebende Funktion innehaben zu können. Now here is a big reversal in some of the fundamental freedoms that America has always espoused. Und in dieser Aussage finden wir jetzt eine große Umkehrung von dem, wie die amerikanische Regierung eigentlich immer die Freiheitsrechte definiert hat. Particularly this last part here, Und im letzten Teil hier, without access to counsel. wo es darum geht, dass praktisch kein Rat mehr möglich sein wird, No legal representation. wo praktisch auch diesem Feindbild keine legale Repräsentation mehr erlaubt wird. So people are held incommunicado, where there is no contact allowed. Das bedeutet, dass praktisch auch dieses Feindbild, die Menschen, die zu diesem Feindbild gehören, in einer solchen Stellung gehalten werden, wo sie praktisch keinen Außenkontakt mehr haben. And particularly with no legal advice. Und wo sie natürlich auch keinen legalen praktisch Rat oder keine legale Verteidigung besitzen. Now this is an attack on fundamental human rights as we see them in the democratic West. Und diese Aussagen sind eigentlich eine Attacke auf die fundamentalen Menschen- und Freiheitsrechte, die wir sehen auch am Anfang von Amerika. What's the excuse? Und was ist die Entschuldigung, die gebraucht wird, um auf diese Weise vorzugehen? Of course it's the war on terrorism. Natürlich ist es der Krieg gegen den Terrorismus. Now here we go, still in the year 2002, Und wir sind immer noch im Jahr 2002 the Homeland Bill is passed. und dort wird die sogenannte Homeland Bill verabschiedet. Now this is just a little bit of reorganization. Und es geht darum, ein bisschen um Reorganisation. To take 22 separate federal organizations Und es geht darum, dass 22 föderale, geteilte einzelne Organisationen ins Leben gerufen werden. and to bring them under one umbrella Und dass diese 22 Organisationen praktisch unter eine Vorherrschaft gestellt werden, which is now to be controlled by the president. die natürlich durch den Präsidenten kontrolliert wird. So now we have one man exerting greater control. Das bedeutet, dass es jetzt einem einzelnen Mann möglich ist, eine größere Kontrolle über viele auszuüben. Now the only other time America had this kind of reorganization Und der einzige Zeitpunkt, wo Amerika einmal eine solche Reorganisation hatte, was when it went into the Second World War. war eigentlich zu dem Zeitpunkt, als das Land in den Zweiten Weltkrieg eintrat. So this is a war move. Also dies ist eigentlich eine Kriegshandlung, die hier durchgeführt wird. Now also in America in the 1950s, there was this great fear of communism. Und in den 50er Jahren in Amerika, da kursierte die große Furcht vor dem Kommunismus. And people were encouraged to report if they believed that any of their neighbors or workmates were communists. Und die Bürger wurden dazu sogar ermutigt,
praktisch Bericht zu erstatten, wenn sie zum Beispiel von einem Nachbarn oder einem Kollegen vermuten würden, dass er Kommunist war. Now here's the advert that's being sent out. Ja, und das ist praktisch ja eine Werbung, die hier gemacht wird. Help protect our country. Und die Überschrift ist betitelt, Hilf davor, unser Land zu beschützen. Homeland security is creating more jobs. Ja, und sie werben dann natürlich auch damit, also mit der Sicherheit für unser Land kommen natürlich auch mehr Arbeitsplätze. Now I just want to point out this word here. Und ich möchte mich einmal diesem Wort hier zuwenden, Homeland, das heißt Homeland. Heimatland. Homeland. This is a new invention. Und dieses Wort ist eigentlich eine neue Kreation, eine neue Erfindung. When you are going to make a war with somebody, Wenn du in den Krieg gegen einen Feind ziehst, you need to do something called pseudo-speciation. dann, ja, Don't even think about translating that. dann musst du eigentlich natürlich auch etwas tun, ich möchte es mal auf Deutsch übersetzen, womit du praktisch also den Patriotismus des eigenen Volkes praktisch anregen kannst, damit dieses Volk auch wirklich einen Stolz hat auf die eigene Nation, um gegen den Feind vorzugehen. Okay, let's see. Now I'm going to define pseudo-speciation for you. Also wir werden dieses Wort jetzt noch einmal definieren. Your enemy should not be regarded as being a human being. Das bedeutet auch in sich diese Politik, dass dein Feind eigentlich nicht als gleichgestelltes menschliches Wesen dir vor Augen stehen darf. So you reduce your enemy to the level of an animal. Das bedeutet, dass du praktisch diesen Feind auch in deinen Augen auf das, ja, die Größe eines Tieres reduzierst. This makes it easier to keep the distance between you and your enemy. Weil dies natürlich auch dazu verhilft, die Distanz zwischen dir und deinem Feind größer werden zu And lassen. it also makes it a lot easier to kill your enemy. Und es hilft dir natürlich auch sehr dabei, deinen Feind dann schließlich zu töten, weil er ja von dir nicht als gleichwertig angesehen wird. So for example, when America went into Iraq, Zum Beispiel als Amerika in den Irak einfiel, the Iraqis were called towelheads. ja, da wurden die Iraker praktisch bezeichnet als Towelheads, also Towel heißt eigentlich Handtuch. Ne? The towel is something you use to dry yourself after a shower. Ja, ja, also, And because they wrap a scarf around their head, aha, they call them towelheads. also sie wurden als ja, Handtuchköpfe bezeichnet. Also, But then they became known as sand monkeys. und dann der neue Ausdruck, der für sie verwendet wurde, war eigentlich Sandaffen. Now once you are fighting sand monkeys, Und wenn du jetzt natürlich nicht gegen Menschen, sondern nur gegen Sandaffen kämpfst, it's much easier to kill them dann ist es viel leichter, ihnen das Leben zu nehmen. because they're no longer human beings. Weil sie ja nicht mehr als gleichwertige menschliche Wesen betrachtet werden. Now on the other side we have the use of words like homeland. Und auf der anderen Seite werden natürlich hier Worte wie Homeland, das heißt Heimatland, verwendet. Because now we're not talking about the United States of America, Denn wir sprechen jetzt ja nicht nur von den Vereinigten Staaten Amerikas, we're talking about the homeland. sondern wir sprechen von unserem Heimatland. And when you think about the home, Und wenn du jetzt dir einmal dein Heim vorstellst, it brings back the warm feelings of family, ja, dann kommen dir natürlich die warmen Familiengefühle parents and children, und ja, das Bild der Eltern und Kinder vor Augen. a place that you would give your life to defend. Und es ist ein Platz, für den du dein Leben geben würdest, um ihn zu verteidigen. And so it was interesting to see that America suddenly became the homeland. Und so war es sehr interessant, dass Amerika laut eigener Aussagen auf einmal zu einem Heimatland wurde. And now this year Tony Blair has started referring to Great Britain as the homeland. Und dieses Jahr hat auch Tony Blair in England Bezug genommen auf sein eigenes Land als das Heimatland. Er hat denselben Ausdruck verwendet. Look for that word in German politics. Und haltet Ausschau nach diesem Wort in der deutschen Politik. Or see if there's a similar word that starts to be used. Oder seht, habt Acht darauf, ob nicht ein ähnliches Wort immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. These are always the warnings that a war is on the way. Denn wenn solche Worte, solche Ausdrücke verwendet werden, warnen sie immer vor einem Krieg, der droht hereinzubrechen. So here's this advert for people to join up and to help protect the country. Ja, und hier ist jetzt praktisch diese Werbung für Menschen, die sich dafür einsetzen wollen, sich einzusetzen, das Land zu verteidigen.
July 2002, America is planning to recruit 1 in every 24 Americans as a spy. Und ja, im Juli 2002, da wurde praktisch der Plan gelegt, dass von den Vereinigten Staaten praktisch einer von 24 US-Amerikanern praktisch ein Spion sein sollte. It comes under the Terrorism Information and Prevention System. Und das Ganze läuft dann unter dem Namen, ja, das System zur Information und zur Vorbeugung vor dem Terrorismus. Or otherwise known as TIPS. Oder TIPS abgekürzt. Now, what they intend to do Und was praktisch diese Organisation, was ihre eigentliche Absicht is to have so many millions of Americans involved ist, dass so viele Millionen von Amerikanern praktisch in diesem Netz verankert sind, that they will have a minimum of 4% of American citizens as informants. ja, dass es praktisch ein Minimum von amerikanischen Informanten gibt, das sich dann praktisch im Endeffekt auf 4% nur beläuft. Now let's put that in perspective. Lasst uns das einmal wirklich ins Bild rücken, was dies bedeutet. That means they will be using a higher percentage of the citizenry Das bedeutet, dass eine höhere Anzahl von Bürgern eingesetzt, involviert wird. than the Stasi was using at the height of its power. Ja, das ist praktisch eine höhere Rate, als sie die Stasi verwendete zum Höhepunkt ihrer Machtausübung. So if you think what was happening in East Germany was bad, Und wenn ihr euch jetzt einmal vorstellt, was in Ostdeutschland damals geschah, als die Stasi die Macht hatte, it's getting worse in America. dann heißt das, dass dieses System plant, in Amerika es in noch größerem Rahmen aufzuziehen. Okay, this is just an explanation of how TIPS will work. Ja, und das ist eigentlich eine Erklärung, wie diese Organisation TIPS funktionieren wird. So I go past that one to reach the next one. Und wir werden uns jetzt dem nächsten Punkt aber zuwenden. Now, talking about getting rid of personal and civil liberties. Und wir wenden uns dem Punkt zu, was es bedeutet, praktisch die persönlichen und bürgerlichen Freiheiten wegzuschaffen. Torture is of course forbidden under the Geneva Convention. Und natürlich ist es laut der Genfer Konvention nicht gestattet, einen Menschen zu foltern. But America recognizes that the quickest and best way to get information from a suspect is to torture them. Aber die amerikanische Regierung hebt natürlich hervor, dass der schnellste Weg, Informationen aus jemandem herauszukriegen, immer noch die Folter ist. How accurate that information is, of course, is debatable. Ja, und wie genau dann, wie wahrheitsgemäß die Informationen durch diese Folter sein werden, ja, darüber kann man diskutieren. Now, America is a signatory to the Geneva Convention, Und Amerika hat auch die Genfer Konvention unterzeichnet. and so it's forbidden to torture people. Und deswegen ist es für diese Nation auch nicht gestattet, im eigentlichen Menschen zu foltern. So what they've done is very simple. Und was dann diese Nation unternommen hat, ist eigentlich sehr einfach. When people are taken, whether it's on the battlefield or somewhere else, Ja, wenn jetzt Leute aufgegriffen werden, also vom Feind, sei es jetzt auf dem Schlachtfeld oder irgendwo sonst. for example, those that have been held from Afghanistan, Pakistan and surrounding countries, Zum Beispiel diejenigen, die jetzt festgehalten werden von Nationen wie Afghanistan oder Pakistan oder umliegenden Ländern, they were sent to Guantanamo Bay. diese werden geschickt nach Guantanamo Bay. But they were sent via Syria, Egypt and Jordan. Und sie werden dorthin geschickt durch Ägypten, Syrien und durch Jordan. Jordan, yeah. Now these are countries which still practice torturing suspects. Ja, und das sind aber jetzt Länder auf der anderen Seite, wo die Folter ja gang und gäbe und auch erlaubt ist. And so they will stay for 3 or 4 days in that country before they are moved on. Und deswegen verweilen diese Gefangenen dann erst einmal für ein paar, 3 oder 4 Tage in diesen Ländern, bevor sie weiter transportiert werden. Now, let me just give you an example of what this means. Lasst mich euch ein Beispiel geben, was das im Eigentlichen jetzt bedeutet. Recently, while I was in Pakistan, Während ich vor kurzem in Pakistan war, there was a serial killer that was on the loose. da gab es einen Serienmörder, der eigentlich frei herumgelaufen ist. He was called the Stone Killer Und er wurde als der Steinmörder bezeichnet. because he would kill people who were homeless, sleeping rough.
Ja, weil er Menschen zu seinen Opfern machte, die heimatlos waren. using a large stone as his murder weapon. Und er verwendete immer einen großen Stein als seine Mordwaffe. Just before I left, they caught the stone killer. Und gerade als ich dabei war abzureisen, haben sie diesen Mörder dann gefasst. Now in Pakistan, you have no right to legal representation when you're caught. Ja, und in Pakistan, da hat man nicht das Recht auf ein gerechtes Verfahren vor einem öffentlichen Gericht. The police take you and interrogate you, Also die Polizei nimmt dich und sie setzt dich fest get the confession from you, und sie nehmen dir dein Bekenntnis ab and then present you before the court. und dann stellen sie dich vors Gericht. And this is what happened with the stone killer. Und Folgendes geschah mit diesem Steinmörder. But when he was brought before the court, Als er vor dem Gericht stand and they read the statement that he'd written, und als sie dann seine Aussage lasen, die er abgegeben hat, somebody says there was a problem with the statement. da hat sich dann jemand zu Wort gemeldet und hat gesagt, ich sehe da ein Problem mit der Aussage. The timing didn't quite fit. Ja, weil eigentlich die einzelnen Zeitpunkte, die angegeben sind, nicht übereinstimmen können. And so they said, well, how can we get over this problem that the timings don't fit on his statement? Ja, und sie haben sich dann gefragt, ja, wie können wir jetzt über dieses Problem hinweggehen, dass eigentlich die einzelnen Zeitangaben gar nicht miteinander im Einklang stehen. And this is how it was quoted in the newspaper. Und so ist es, wie es jetzt die Zeitung formulierte, was geschah. The police said they would take him back into custody, Die Polizei sagte, sie würden ihn erst einmal zurücknehmen in Gefangenschaft give them a couple of hours, und würden dann ja einen Zeitraum von einigen Stunden and einräumen. they would produce a new statement from him which would not have any conflicts. Und dann sollte praktisch eine neue Aussage von ihm aufgenommen werden, die praktisch ohne Konflikte vertretbar sei. You see, there are many countries where the rule of law is different from what we have here in Europe. Also anhand dieses Geschehens seht ihr, dass es viele Länder gibt, die ein unterschiedliches Gesetzesverständnis zu unserem europäischen haben. The problem is that we always say that we uphold the higher standard of law. Und das Problem ist ja, dass wir immer sagen, dass wir den höchsten Gesetzesstandard innehaben und aufrechterhalten. But we see with America, the standard is being lowered completely. Aber wir sehen zum Beispiel am Beispiel Amerikas, dass dieser Standard völlig abgeschwächt und erniedrigt wird. Right, let's move on to the next one. Guantanamo Bay. Und wir sehen hier ein Bild aufgenommen von Guantanamo Bay. Guantanamo Bay is a very interesting thing to look at. Und Guantanamo Bay ist ein sehr interessanter Ort, um ihn zu betrachten. Guantanamo Bay actually is in Cuba. Und Guantanamo Bay ist eigentlich, also auf Kuba ist dieser Standort. It belongs to the government of Cuba. Und dieser Standort gehört der kubanischen Regierung. And America rents it for $1 per year. Und Amerika ja mietet diesen Standort zu einem Preis von $1 im Jahr. They have a 100-year rental. Und sie haben praktisch eine Miete, ja, oder eine Mieterlaubnis für 100 Jahre. And there they've established a military base. Und sie haben dort eine Militärbasis aufgerichtet. And this is where all the Al-Qaeda suspects have been taken. Ja, und dort werden praktisch alle Al-Qaida-Verdächtigen hingeschafft. Now, these are suspects who have been captured in Afghanistan, Und das wurde in Afghanistan ausgemacht in Iraq, und auch in Ländern wie dem Irak, in Pakistan, in Pakistan in New York, und in New York in various parts of America, in fact. und auch in einigen Teilen, verschiedenen Teilen Amerikas. Some of them are American citizens Und einige von ihnen sind selbst amerikanische Bürger, who have been taken from America to Cuba. die von dem Land Amerika herausgenommen und nach Kuba transportiert wurden. And here they have absolutely no rights. Und hier auf Guantanamo Bay gibt es absolut kein Recht, an das man sich hält. America claims that Guantanamo Bay falls outside their jurisdiction because it's in Cuba. Und Amerika nimmt natürlich die Aussage in Anspruch, dass Guantanamo Bay nicht, dass diese Rechtsbeschlüsse, was die Menschenrechte anbetrifft, hier nicht rechtskräftig sind, weil Kuba natürlich außerhalb dieses Bereichs liegt, wo diese Beschlüsse gelten. Yet the interesting thing is, if you go to an American army base here in Germany, Und interessant ist es, wenn du jetzt hier in Deutschland praktisch durch einen amerikanischen Militärstandort gehst, you'll find that to all intents and purposes, it is operating as a piece of America in Germany. ja, dann findest du eigentlich, dass dieser Standort als wie ein Teil von Amerika in Deutschland agiert. Let's give some examples of what's been happening.
lasst uns einmal einige Beispiele aufführen von dem, was hier geschieht. US forces seized 5 Algerians and a Yemeni in Bosnia. Also die amerikanischen Streitkräfte, sie setzten 5 Leute von Algerien und einen von Jemen in Bosnien am 19. Januar fest. They went before the Bosnian Supreme Court, Und sie gingen dann vor den bosnischen obersten Gerichtshof. who said there wasn't enough evidence against them, Und es wurde gesagt, dass es nicht genügend Beweise gegen diese Leute gibt. and they released them, Und diese Leute wurden dann schließlich freigelassen. and then made an injunction that they should not be removed from the country. Und es wurde dann praktisch eine Verabschiedung vorgenommen, dass diese Leute nicht aus dem Land entfernt werden dürften. America shipped them to Guantanamo Bay. Aber die amerikanische Regierung hat sie nach Guantanamo Bay abtransportiert. Now, I'm not going to go, we don't really have time to go through the rest. Und wir haben nicht die Zeit, uns jetzt dem Rest der Aussagen hier zuzuwenden. Suffice it to say that all human rights or civil rights have been suspended on Guantanamo Bay. Aber wir können sagen, dass eigentlich auf und durch Guantanamo Bay sämtliche menschlichen Rechte eigentlich in den Schmutz getreten wurden. They are going to have, or they have already started having military tribunals there. Und sie haben bereits mit der Aufrichtung von Militärtribunalen auf Guantanamo Bay begonnen. So people are tried before the military, not before a civil court. Das bedeutet, dass jetzt diese sogenannten Verbrecher nicht vor einem gesetzlich-rechtlichen Gerichtshof, sondern vor dem Militärgericht praktisch bestraft werden. And then just to make everything really simple, Und um die Sache dann ganz einfach zu machen, they decided that they would build an execution chamber there. wurde dann natürlich auch noch die Entscheidung getroffen, einen Hinrichtungsraum dort aufzurichten. So that people can be taken to Guantanamo Bay in secret, So dass die Menschen im Geheimen an diesen Standort Guantanamo Bay geschleppt werden können tried in secret, und dass sie natürlich auch im Geheimen verhört und verurteilt werden. and then killed. Und dass es natürlich auch gerechtfertigt ist, das Leben dieser Menschen zu nehmen. And never having seen a lawyer, Und diese Menschen haben dann niemals einen Rechtsanwalt zu Gesicht bekommen. and perhaps never having the opportunity to defend themselves. Und sie hatten vielleicht auch niemals eine Möglichkeit, sich selbst zu verteidigen. Right, I want us to move on because time is really working against me here. Wir werden uns jetzt schneller fortbewegen, weil die Zeit nicht in unseren Gunsten ist. I think what I might do, I think I'm going to deal with this aspect, and then in fact, I might save some of the rest for the next presentation. Und ich denke, dass dies jetzt der letzte Aspekt ist, dem wir uns zuwenden und dann uns den Rest aufheben für die nachfolgenden Präsentationen. Because I don't want to rush the last part of the information I've got here. Weil ich eigentlich nicht durch den letzten Teil der Informationen, die ich hier habe, hindurch hetzen möchte. I would just take the time you need. I mean, no problem. Well, Zeit nehmen, die wir brauchen dafür, aber ich werde das. Was denkt ihr davon? Möchten wir das gerne sehen, wie er das vorbereitet hat, oder soll er das einkürzen? Also zur Zeit. Ja, das war alles schon hier. Ja, komplett. Yeah, so the book says we really would like to know everything you brought here and prepared. okay. And whatever the time gets be. Alright, this is going to take us up to lunch then. Yeah, It's that's definitely going to take us up to lunch. that's okay. Ja, also wenn wir die Informationen jetzt ganz miteinander teilen, dann dauert das bis zum Mittagessen. Everybody's agreed? Ja, ja. Das bedeutet aber, dass die Fragestunde ausfällt. Ne? Ja, Keine Fragen. Nein, keine Fragen. Da müssen wir euch entscheiden. Dann haben wir es morgen noch. Ja, also er sagt, es kommt auf euch an, weil dann die Fragestunde praktisch ganz wegfällt, die danach geplant ist. may I have a proposal that we have that question hour? We can have it tonight or this afternoon. Like this minute. Verschieben wir wieder. Nachmittag machen. Let me put a proposal then, I'll put a suggestion. Dann Ich machen wir mache Mittag. jetzt einen Vorschlag. I deal with this point now. Also wir beschäftigen uns jetzt mit diesem Punkt hier We break for 5 minutes to get some fresh air and drink of water, und dann machen wir für 5 Minuten Pause, um etwas Luft zu schnappen und etwas zu trinken. and then we continue with the rest of it. Is that alright? Und dann fahren wir fort und beenden das Thema. Richtig, okay. Yeah? Okay, right. Let's deal with this.
This is May of this year, May the 10th of this year. Und das, was wir jetzt hier auf dem Bildschirm sehen, stammt vom 10. Mai dieses Jahres. Now let me put some background on what we're talking about here. Und lasst mir euch einige Hintergrundinformationen hierzu geben. There is a bill that is going to be presented before the American government. Und es gibt hier einen Rechtsbeschluss, ja ein Gesetz, das hier vor der amerikanischen Regierung präsentiert wird. It is to give money to the army for their war in Iraq. Und dieser Beschluss schließt in sich, dass Geld gegeben wird für die amerikanische Armee im Irak. It is also to raise money to help people who were affected by the tsunami. Und dass natürlich auch Geld für die Tsunami-Opfer gespendet und gegeben wird. Nobody is going to vote against that. Und es wird natürlich keinen geben, der jetzt gegen diesen Beschluss stimmen wird. You would have to be a very brave senator if you were going to stand up and vote against that. Also du musst schon ein sehr mutiger Senator sein, wenn du dir jetzt das Recht anmaßt, gegen solch einen Beschluss aufzustehen. And so attached to the bottom of it Aber jetzt wir können sagen, die letzten Zeilen dieses Beschlusses is an extra piece of the bill. ist noch ein sogenannter Zusatzbeschluss. And this is one that will bring in what is in reality a national identity card. Und das ist der Beschluss, der praktisch, wenn wir es in der Realität betrachten, eine nationale Identitätskarte ins Leben ruft. And because nobody is going to vote against money for Iraq and money for the tsunami, Und weil natürlich niemand gegen den Kopf des Beschlusses stimmen wird, der praktisch Geld für den Irak und auch für die Tsunami-Opfer veranschlagt, no one is going to vote against the real ID bill. wird natürlich auch niemand gegen diesen eigentlich Identitätsbeschluss einer Identitätskarte stimmen, der natürlich als Zusatz zugefügt ist. And so it goes through both Senate and the Congress. Und natürlich kann dann dieses Gesetz, dieser Beschluss durch den Senat und durch den Kongress hindurchgehen. And has now become part of law in America. Und dieser Beschluss wurde nun als ein Teil des Gesetzes in Amerika aufgenommen. What does it say? Und was sagt dieser Beschluss eigentlich? Everybody must have a particular electronic identity card. Dieser Beschluss schließt in sich, dass jeder eine ganz bestimmte eine elektronische Ausweiskarte haben muss. The structure and format is defined by the federal government. Und die Struktur und das Format dieser Karte wird von der gesetzgebenden Regierung bestimmt. Well, they are provided by state government, Und wird natürlich gegeben durch die staatliche Regierung. which means that the state government pays for it. Das bedeutet, dass der Staat selber zahlt für diese Karte. It is a new type of driving license. Und das ist ja eine neue Art auch von Führerschein. But what it actually means is Aber die eigentliche Bedeutung dieses Ausweises ist folgende. it is going to go under the Department of Homeland Security specifications. Ja, dieser Ausweis steht eigentlich auch unter der Herrschaft des Departments für die heimatländische Sicherheit, können wir sagen. Now, isn't it interesting the Department of Homeland Security has come in again? Und ist es nicht interessant, dass hier dieser Name der Gesellschaft für die Sicherheit des Heimatlandes wieder auftaucht? And anyone without such an ID card Und jeder, der solch eine Identitätskarte nicht im Besitz hat, will not be able to travel by air or by rail, ihm wird es nicht mehr möglich sein, Reisen zu unternehmen per Flugzeug oder per Zug. will not be able to have any dealings with federal government, Und es wird ihm auch nicht mehr möglich sein, mit der Regierung praktisch Handlungen einzugehen. and will not be able to open and maintain a bank account. Und er kann nicht einmal mehr ein Bankkonto eröffnen und aufrechterhalten. Now, does that remind you of any particular verse in the Bible? Revelation Und erinnert uns das an einen ganz besonderen Vers in der Schrift. Nobody will be able to buy or sell Ja, die Schrift sagt, niemand wird mehr kaufen oder verkaufen können. except they have the mark of the beast. Es sei denn, dass er das Mahlzeichen des Tieres hat. Have you often wondered how will they enforce something like that? Und habt ihr euch schon mal gefragt, wie es möglich ist, so etwas, was hier in der Bibel beschrieben wird, in Kraft zu setzen? Here we can see how you would enforce something like that. Und hier haben wir ein lebendiges Bild davon, wie es möglich ist, dass solch ein Vers zur Realität wird. You make it a law that everybody has to have a certain card,
Ja, du machst einfach ein Gesetz, dass jeder eine bestimmte Karte besitzen muss. and that effectively they cannot buy or sell without that card. Und dieses Gesetz schließt auch in sich, dass ohne den Besitz dieser Karte du nicht mehr kaufen und verkaufen kannst. And then you have the basis for controlling the population. Und diese Karte ist dann deine Basis, um die gesamte Bevölkerung zu kontrollieren. Now, there has been a great move over the last year in England to bring a very similar identity card into Great Britain. Und in England wurden auch innerhalb der letzten Zeiten wurden große Anstrengungen unternommen, eine ähnliche Karte ins Leben zu rufen in England. Now, I don't know what the situation is like here in Germany, if you have identity cards or not. Yes, Yes. Good. like a long time. Yeah. Long time. Ja, und in Deutschland ist die Situation hier so, dass wir schon lange im Besitz von Ausweisen sind. You see, in Britain it's something that we don't have. Wait a minute. Ja, aber May I say Okay. something? The identity card here is really something different than what is here on this. Okay, yeah, that's okay. Apps. That's okay. Sure. Yeah. No, I'm not looking at the actual format of the card But itself. always particularly, from the principle it is the same. Exactly. From the principle it is the same. That's right. That's right. You see, the situation in England is something different. Also die Situation in England ist unterschiedlich von der unsrigen jetzt in diesem Fall. We only had identity cards in time of war. Wir hatten eigentlich nur solche Identitätskarten zur Zeit vom Krieg. In the 1950s, a man was stopped driving his motor car. Und in den 1950er Jahren wurde zum Beispiel ein Mann angehalten, der ja auf einem Gefährt gereist ist. And the policeman asked him to present his identity card. Und der Polizist bat ihn dann, ihm seine Identitätskarte zu zeigen. And the man challenged him. Und der Mann hat ihn dann And herausgefordert. he said, I have no need of an identity card because we are not at war. Und er hat gesagt, ja, ich muss keine Identitätskarte haben, weil wir sind nicht im Kriegszustand. Now let me take you through the legal thinking here. Und lasst mich euch jetzt durch diesen Denkprozess hindurchführen. Basic principle in Yeah, British law, Das Grundprinzip in der britischen Gesetzgebung, that a person is innocent until proved to be guilty. ist folgendes, dass eine Person so lange als unschuldig gilt, bis es ganz klar bewiesen ist, dass die Person schuldig ist. Now if I'm walking down the street Das bedeutet, dass wenn ich jetzt die Straße hinunterlaufe and a policeman stops me, und ein Polizist mich anhält, why is he stopping me? dann ist die Frage zunächst einmal, warum stoppt er? This is my first question. Das ist die erste Frage, die ich Because stelle. as a British citizen, I am presumed to be innocent rather than guilty. Ja, weil ich als britischer Bürger automatisch eher als unschuldig als schuldig betrachtet werden muss vom Gesetz. And so the assumption must be that I'm innocently walking down the street. Und deswegen muss die Annahme sein, dass ich als Unschuldiger die Straße hinunterlaufe. Therefore, a policeman has no reason to stop me. Deswegen besitzt auch ein Polizist keinen Grund, mich aufzuhalten. By the same token, if I am innocent, Und vorausgesetzt, dass ich unschuldig bin, I have no need to identify myself as an innocent person. dann gibt es für mich auch keinen Grund, mich ausweisen zu müssen als unschuldige Person. The emphasis must be on the law to identify me as a guilty person. Ja, und es muss erst einmal dem Gesetz zugrunde liegen, es muss bewiesen sein, dass ich eine schuldige Person bin. Therefore, for that reason, there is no reason for me to carry an identity card. Und deswegen gibt es für mich, auch weil ich ja unschuldig bin und als unschuldig betrachtet werde, keinen Grund, einen Ausweis, eine Identitätskarte mit mir zu tragen. There is no need for me to have to identify myself to anybody. Und es gibt auch keinen Grund, warum ich verpflichtet bin, mich vor irgendjemandem deswegen ausweisen zu müssen. The introduction of an identity card, I'm now talking through British eyes particularly, Und ich spreche jetzt aus der britischen Sichtweise von der Einführung einer Identitätskarte. changes the assumption of innocence to an assumption of guilt. Und durch diese Sichtweise wird praktisch die vorherige, die in England vorherrschend war, von der Sichtweise, dass ein Mensch unschuldig ist, bis zum Beweisen seiner Schuld, total ins Gegenteil verändert. Nämlich, dass der Mensch eigentlich eher auf der Seite des Schuldigen steht. Or in other words, you are a guilty person unless you can prove yourself to be innocent. Das bedeutet, dass du jetzt auf einmal so lange als schuldig giltst, bis du absolut beweisen kannst, dass du nicht schuldig bist.
So this goes against a fundamental human right. Also dieser Beschluss, so etwas geht gegen die fundamentalen Menschenrechte. And what's happening is these human rights are being taken away from us. Und was dadurch geschieht, ist, dass diese Menschenrechte von uns vollständig entfernt werden. On the basis that Auf der Grundlage, we are being protected from the politicians' fears. dass wir ja beschützt werden, wie wir vorher erwähnt haben, vor den Ängsten, die die Politiker dem Volk vor Augen malen. Now, when you link the political fears with religion, Und wenn wir jetzt einmal diesen Tatbestand der politischen Ängste, die geschürt werden, mit der Religion verbinden, so you bring church and state together, das bedeutet, dass Kirche und Staat zusammengebracht werden. what's the result of that? Was ist dann das Resultat, das daraus schlussfolgert? Now, that's what we're going to look at next. Und diesem Punkt werden wir uns in der nächsten Stunde zuwenden. But personally, I need a bit of fresh air for 5 minutes. Aber ich brauche ein wenig frische Luft für 5 Minuten. So I'm going to say, let's just pause for 5 minutes, fresh air, drink some water, walk up and down, then we'll finish up.